Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich habe einen kleinen, Leak, würde ich jetzt mal so nicht sagen, weil es ist was Offizielles, schon mehr oder weniger. Und für euch mal vorbereitet für das wahrscheinlich kommende Weihnachtsupdate, was dieses Jahr noch rauskommen soll. Und viele von euch werden das wahrscheinlich schon gesehen haben, das Ganze, denn das ist schon ein paar Tage alt. Ich glaube, ist jetzt schon 1, 2 Wochen her, wo das entstanden ist, das Bild. Und ich hatte das im Thumbnail extra nicht gezeigt, weil ich mir denken kann, dass das bestimmt einige auch nicht sehen wollen, sondern sich überraschen lassen wollen. Deswegen zeige ich das jetzt erst im Video. Und wenn ihr das jetzt nicht sehen wollt, dann skippt bitte diesen Part. Oh, ist gerade dunkel geworden. Ja, ist 18 Uhr. Dann skippt bitte diesen Part und guckt euch das denn nicht an. Ne? Guckt es irgendwie, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Falls ihr es nicht sehen wollt, so falls ihr auf das fertige Endprodukt warten wollt. Ja, ansonsten skippt das Video komplett. Geht höchstwahrscheinlich nur um das Thema jetzt gerade hier. Gut, ich zeige es euch. Ja, wer es sehen will, hingucken. Die anderen Augen zuhalten. 3, 2, 1 und da ist es. So. Ja, das Ganze ist, wie gesagt, vor circa 2 Wochen entstanden. Und zwar wieder mal im Livestream von Marvin Clifford, der ja hauptsächlich dafür zuständig ist, die Zeichnungen für Shakes and Fidget zu übernehmen. Und da ist das Bild dann auch entstanden. Und wir sehen hier, das wird wahrscheinlich wieder so ein Mittelerde-Theme werden. So. Also hier ist auf jeden Fall Balrog zu erkennen. Ein paar Orks sind hier Shakes and Fidget vorne. Und das Ganze sieht wohl nach einem neuen Dungeon aus, vielleicht. Vielleicht auch das Overlay für den neuen Legendary Dungeon, falls er wieder ins Spiel kommen sollte. So, und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Hat der Marvin wieder gut gemacht. Ich bin gespannt, wie es nachher fertig aussieht, wenn es koloriert ist und alles so. Aber ja, ich wollte euch das erst nicht zeigen, weil, ja, ich weiß nicht, weil ich euch eigentlich auch nicht auf den Sack gehen wollte mit solchen Sachen hier. Aber es gibt auch viele, die das halt auch interessiert, die neuen Sachen, bevor sie halt draußen sind und schon auf so kleine Leaks und sowas warten und das förmlich aufsaugen und alles, jedes kleinste Detail mitnehmen, um dann zu gucken, was denn da später kommt, ne? Die Vorfreude quasi wegnehmen, so, ne? Also quasi Geschenke schon vor Weihnachten aufreißen, so ist das Ganze so ungefähr, kann man sich das vorstellen, ne? Und manche wollen das halt eben nicht und an die Leute hatte ich in dem Moment mehr gedacht, aber ja, dann kann man das halt so machen, wie ich das jetzt gemacht habe, sodass man es halt verpixelt oder erstmal nicht zeigt und dann die anderen vorwarnt. Ja, ich bin gespannt, wann das dieses Jahr noch kommen wird. Also zu Weihnachten sollte es definitiv kommen. Dass ich gegen Papa davon noch verliere, ist unglaublich, ne? Aber ja, wir waren ja auch ungefähr immer gleich stark gewesen hier. Das heißt auch quasi, dass wir uns bald auf Neuigkeiten einstellen können, weil es dauert ja jetzt nicht mehr so lange, bis Weihnachten ist, also das kann man ja nun fast abzählen an einer Hand und können wir uns da auf jeden Fall wieder bald auf News rund um SF-Game hier, gespannt sein, auf jeden Fall. Das war übrigens ein guter Crit. Okay, gut, hat sich schon wieder erledigt. Ja, und das Ganze werde ich natürlich auch wieder begleiten. Und ja, ich appelliere nochmal an andere Leute, vielleicht, wenn ihr Interesse habt an Neuigkeiten oder neue Leaks, die vielleicht rauskommen bei Shakes and Fidget zu den neuen Updates, dann abonniert gerne den Kanal, würde mich auf jeden Fall kostenlos sehr unterstützen und ihr verpasst dann nichts, falls es irgendwelche Neuigkeiten gibt im Shakes and Fidget Universum. Da bin ich auf jeden Fall immer relativ schnell normalerweise am Start. Ja, deswegen, würde ich mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Vielen Dank an der Stelle. Ein bisschen Eigenwerbung muss auch immer mal sein. Ja, ich mache das immer nicht so gerne, aber ein bisschen ab und zu mal vielleicht die Leute nochmal erinnern. Vielleicht nochmal so ein bisschen erinnern. Das wäre auf jeden Fall, ich denke mal, das ist nicht verwerflich. So, ich opfer hier nochmal und dann werde ich mir, glaube ich, den letzten Boost hier nochmal holen. 7 Tage, 7 Köpfe. Und ich glaube, danach werde ich so langsam anfangen, nicht mehr zu kaufen, weil ich schon, eigentlich relativ maxed out bin. Also ich kann bald zumindest gemaxte Gegenstände finden
bei der Anzahl bin ich schon. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese finde, ist natürlich noch nicht so hoch, weil so krass ist denn der Arena Manager dann auch von den Prozenten her. Oh, nice, Schuhe. Von den Prozenten her auch noch wieder nicht. Dass ich nur gemaxte Gegenstände finde, da müsste man dann deutlich, deutlich mehr skippen, ne? Aber ich habe auf jeden Fall die Chance, gemaxte Gegenstände zu finden. Und das ist natürlich dann auch schon ganz cool, ne? So, ich habe hier Handschuhe dabei, die haben jetzt nicht so einen großen Wert, aber ja. Muss ich mal gucken. Ich bewahre es erstmal auf hier. Das kann auch alles ins Inventar erstmal hier. Ja, genau. So sieht das Ganze nämlich aus und zack. So. Ich wollte noch, stimmt, hier sind noch, ich weiß gar nicht, ich glaube, die waren noch vom Sanduhren-Event noch über hier, diese Gegenstände. Ich muss mal gucken. Bringt mir das irgendwas hier? Nee, in keinster Weise. Dann würde ich mal vorschlagen, schmeißen wir das mal in die Toilette. Und diese zwei letzten Epics hier, die bewahre ich mir auf für die Toilette. Falls ich da mal wieder einen Auftrag bekomme, dass ich da was reinschmeißen soll, dann mache ich das auf jeden Fall. So, ich glaube, das setzen wir mal hier rein. Ist zwar nicht viel besser, aber ein bisschen zumindest. Und hat auch gute Widerstände sind halt nice hier drauf. Plus 17 ist das cool. Ja, und natürlich nimmt man auch die paar Stats auch gerne mit. So, Bertram freut sich, der macht sowieso so viel immer in den Dungeons, deswegen kriegt er mal ein Update hier. Lul, Kappa. Gut, welches Equipment haben wir an? Zack, schon mal wechseln hier auf das Farm-Equipment. Ja, so sieht das Ganze aus. Also wir können dieses Jahr wahrscheinlich noch davon ausgehen, dass wir nochmal ein neues Content-Update bekommen werden, was mich persönlich sehr freut, muss ich sagen. Neue Sachen sind immer sehr erfreulich. Man muss halt gucken, wie es umgesetzt wird, ne? Das ist halt immer der Dreh- und Angelpunkt hierbei, ne? So. Boah, Digga, was ist mit den Kristallen los, Alter? Ey, was soll das denn jetzt? Holy shit, ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Mal hintereinander Kristalle bekommen. Und Kristalle sind hier auf dem Account mit die wertvollste Ressource von denen, die man hier haben kann. Abgesehen jetzt von den Sanduhren, aber von denen habe ich momentan genug. Komm, 5 Mal. Gönn. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Digga, Alter, was ist das? Was ist denn hier los? Das freut mich natürlich sehr. Alter, ey, holy shit, ich muss mir das im Nachhinein nochmal angucken. Ich glaube, ich hatte zweimal hatte ich auf jeden Fall Kristalle gehabt irgendwie. Und dann, ja, jetzt nochmal Kristalle und das dritte Mal jetzt 5-mal Kristalle. Das sind natürlich wieder gute Stats zum Verbessern meiner Items. Holen wir uns ab. Let's go. 6250. Das scheppert, würde ich mal sagen, in der Kristallkasse. Nochmal auf Kristalle hier. Komm, gönn nochmal. Jetzt kann man nicht genug haben. Aber ich bin jetzt schon mehr als zufrieden. Also das war eine gute Ausbeute hier gewesen. Das muss man mal einfach so festhalten, ne? Oh, hier haben wir noch ein paar Pots rumliegen. Die schnabulieren wir uns natürlich auch nochmal mit schnell rein hier. Zack. So, was haben wir im Waffenladen? Hier irgendwas Interessantes? Nö. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn jetzt wieder Epic-Event sein sollte oder so und ich ein paar epische Waffen bekomme, wie dann meine Prozente aussehen auf den Runen. Da bin ich echt mal gespannt. Die sollten wirklich, also man kann da immer noch sehr viel Pech haben. Ich kann immer noch 30er Runen oder sowas finden. Ja gut, ob jetzt nun ganz genau, mein Arena-Manager, habe ich ganz vergessen hier. Ob es jetzt genauso jetzt so 30 Runen sind, also 30% auf der Rune. Ja, ist jetzt wahrscheinlich eher unwahrscheinlich so. Ich habe jetzt schon größere Chance, was Höheres zu finden. Aber es könnte halt auch sein, dass das immer noch so eine übelsten Low-Runen sind. Aber ich könnte halt jetzt auch schon fast die 60% Runen finden, ne? Und das ist natürlich, das sind einfach mal dann nochmal 30% mehr fast, ne? An Schaden. Und das ist mehr als viel. So. Und wenn ich dann jetzt zu meinem, oder jetzt zum Epic-Event, also ich werde nicht auf Krampf danach blättern, nach den Waffen, nur um mir Runen zu snacken. Aber wenn ich jetzt so eine Runen bekomme, so eine guten, dann würde ich dann auch schon 3 Stück davon dann gleich tauschen wollen, weil meine Begleiter, die freuen sich natürlich auch über bessere Runen und das würde auf 3 Begleitern auf 3 Begleitern würde das dann schon ganz schön viel ausmachen an Unterschied, was den Schaden angeht, ne? Ich meine, wir können uns mal gleich meine Begleiter anschauen. Die sind jetzt nicht so krass ausgerüstet. Der hat 24%, stellt euch da mal 60% vor. Marquardt 60%. Kunigunde 60%, Alter.
Ey, dann würde ich aber durch die Dungeons durchrasieren, wie Gillette Abdi, ja. Rest in Peace an der Stelle. Ja, so ist ja, das würde, glaube ich, nochmal einen essentiellen Unterschied machen, was meine Dungeon-Fortschritte angeht, ja, vor allem auch im YouTuber-Dungeon hier. Ne, weil Schaden ist besser als Damage, soweit wir das wissen. Gut, ich denke mal, das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich freue mich noch ein bisschen auf. Schön leer im Inventar, eigentlich soll es nicht so sein, aber ich habe es immer ganz gerne ganz clean. So, werde jetzt noch gleich meine Alu durchskippen hier und dann war es das gewesen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.